Königin Elisabeth II. Von England wird zur Eröffnung des Parlaments erwartet. Die Königin hat ihren Urlaub in Australien abbrechen müssen, weil die vorausgegangenen Wochen nicht wunschgemäß verliefen. Die Heath-Regierung ist nicht mehr im Sattel. Es haben Männer Politik gemacht, die an diesem 12. März nicht hier stehen. Ich will eine Regierung, die linke, sozialistische Politik macht. Wissen Sie, damit das Land wieder vorankommt. Bis jetzt ging es dauernd rückwärts. Wissen Sie schon, dass es Wahlen geben wird? Nein. Was für eine Regierung wollen Sie? Eine Labour-Regierung, eine Arbeiterregierung, keine Tory-Regierung. Eine Regierung, die bereit ist, mit den Arbeitern zusammenzuarbeiten, um das Land wieder auf die Beine zu stellen. Sie wollen uns nicht genug Lohn geben. Aber Heath wird nicht unter Tage gehen. 1900 Fuß unter der Erde und 2,5 Meilen lang kriechen. 2.5 miles underneath that. Oh, I'm happy. For many long years the pit's done its best, and sets have rolled to the flats north, east and west, and all of the rumors that closing was due have all been put down, for alas it is true. Deal in Kent hat zwei Gesichter. Der untere Teil der Stadt, die Seeseite am Kanal, ist im Sommer beliebter Badeort für Herrschaften aus London und die reichen Farmer der Umgebung. Hier sind Lord Nelson und Sir Winston Churchill einst abgestiegen und die Reiseführer sind voll von illustren Geschichten. Deal, unweit von Dover gelegen, hat etwa 25.000 Einwohner. Upper Deal, das ist das andere Gesicht von Deal. In den Liedern der Bergarbeiter klingt oft Schwermut. Viele Männer kamen aus den Gruben im Norden hierher in den 20er Jahren, als die Kohle von Kent erschlossen wurde. Aber das liegt lange zurück. Die Frauen in Upper Deal, dem oberen Teil der Stadt, haben zu Beginn dieses Jahres nur einen Gesprächsstoff. Brot ist schrecklich teuer geworden. Und Fleisch ist heute auch schon wieder teurer als in der letzten Woche. Seit die Männer im Überstundenstreik stehen, und das sind im Februar schon fast 3 Monate, reicht das Wirtschaftsgeld überhaupt nicht mehr. Ich backe mein Brot selber. Ich kaufe keins mehr. Ich nähe unsere Kleidung selbst. Ich habe seit einer Ewigkeit keine neuen Sachen gekauft.
Ja, es ist immer ein Kampf. Und die Kinder müssen auf viele Dinge verzichten, die andere Kinder haben. Vor 2 Jahren haben sich die Bergarbeiter in 7 harten Wochen Lohnerhöhungen erkämpft. Aber die Inflation hat ihnen längst das Erreichte wieder genommen. Und der Lebensstandard ist heute niedriger als vor 2 Jahren. Jeder spürt, es muss etwas geschehen. Jim Brennan, 34 Jahre alt, arbeitet seit einem Arbeitsunfall nur noch Übertage. Sein Vater und dessen Vater und auch der Vater seiner Mutter waren Bergleute. Jimmys Frau Janet sorgt für die Kinder. Seitdem wir die Überstunden verweigern, wissen wir, was es heißt, vom Grundlohn zu leben. Mit Überstunden haben wir früher 60, 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Und ohne diese Überstunden ist es fast unmöglich zu leben, allein vom Grundlohn. Darum kämpfen wir jetzt für einen Lohn zum Leben. Ein Lohn zum Leben. Ja, das ist unsere Losung. Wenn wir was uns erkämpfen, heben die Preise an. Sogar für unsere Seife. Wir waren in der Vergangenheit blind. Wir haben immer gemacht, was die Regierung anordnete. Aber jetzt ist Schluss damit. Jetzt werden wir denen sagen, was wir wollen. Wir werden Streikposten aufstellen, wo immer es nötig ist. Wenn es Zusammenstöße geben sollte, wird das nicht unsere Schuld sein. Die Reaktion von Mr. Esra, dem Vorsitzenden der Nationalen Kohlebehörde: Ein Streik könnte die größte nationale Katastrophe werden, ohne Parallele in der Nachkriegszeit. Ich bin froh, dass wir endlich mal der Regierung und den Bossen sagen, jetzt wird nicht mehr von euch diktiert. Wir werden euch die Hosen runterziehen. Jetzt haben wir auch mal was zu sagen. Immer wenn wir was erreichen wollten, mussten wir darum kämpfen. Ja, jedes Mal. Nicht einen halben Penny konntest du kriegen, ohne darum zu kämpfen. Das ist so, seit ich denken kann. 15 Pfund, das ist alles. Davon müssen wir beide leben, nach 51 Jahren, die er in der Grube war. Nein, nur 12 Pfund. 12 Pfund 63 Rente und 3 Pfund vom Bergwerk. Das sind 15 Pfund 63. Ah, richtig. Davon müssen wir die Miete bezahlen und alles andere. Ich möchte nicht, dass mein Junge und seine Familie das alles durchmachen müssen, was wir erlebt haben, als wir jung verheiratet waren. Bei Gott, das möchte ich nicht. Gibt es einen anderen Ausweg als Streik? Nein. Wir sind entschlossener als in jedem anderen Streik zuvor. Wenn die Bosse und die Justiz denken, sie können Bergarbeiter in den Knast stecken, wie die 3 Jungs von Shrewsbury. Wenn sie denken, sie können einen von uns einsperren, sollen sie sich nicht einbilden, dass wir zurück zur Arbeit gehen oder geduldig in unseren Dörfern sitzen. Da können sie was anderes erleben. Betz Hunger heißt ihre Grube, die größte im Kenter Revier. In den Nachkriegsjahren standen die Bergarbeiter an der Spitze der Lohnskala. Heute liegen ihre Löhne nur wenig über dem amtlichen Existenzminimum. Sie sind die niedrigsten in ganz Westeuropa. Sie sind Hauer? Wie viel Lohn? 36 Pfund und 79 Pennies. Netto 29 Pfund. Das Gleiche. Wir kriegen 14 Tage Urlaub jährlich, verlieren 18 Pfund in dieser Zeit, weil wir im Urlaub nur einen reduzierten Lohn kriegen. Ries und seine Regierung sollten mal 14 Tage hier runterkommen. Soll er hier arbeiten? Mal sehen, wie er zurechtkommt mit 36 Pfund und 79 Pennies. Die Bergarbeiter hassen die Regierung Heath, die versucht, die Krise des Systems auf ihrem Rücken auszutragen. In der Kantine von Betz Hunger spricht ein Mann ihres Vertrauens, Joe Burke, Präsident der Kenter Bergarbeitergewerkschaft. Then the event of a miners' strike, not one coal train would move in Scotland.
Im Falle eines Streiks wird nicht ein Kohlezug in Schottland von der Stelle bewegt werden. Nicht ein Kohlezug. Und die Führer der Transportarbeiter versprachen, dass kein Lastauto eine Streikpostenlinie durchbrechen wird. Die Docker haben gesagt, die Kohlebehörde braucht sich nicht die Mühe zu machen, irgendwelche Kohleschiffe nach Schottland zu bringen. Denn die Docker werden keine Kohle abladen. Kommt zu den Wahlurnen morgen. Bringt diesen Heath zum Schweigen und sorgt dafür, dass jeder einzelne Kumpel seine Stimme abgibt. Union miners, stand together, do not heed the owner's tale. Keep your hands upon your wages. Das ist ihr Lied. Gewerkschafter, Bergleute, haltet zusammen, hört nicht auf das, was der Besitzer spricht. Sie haben schon oft zusammengehalten. Auch ihre Grube sollte geschlossen werden, wie schon hunderte andere. Aber sie leisteten Widerstand. 300 Männer blieben 6 Tage und 7 Nächte im Schacht. Auch Terry Harrison, der Jims Hausnachbar und Mitglied des Gewerkschaftsrates ist. Die Bergarbeiter sind von jeher die streikaktivste Gruppe in der englischen Arbeiterklasse. Über den Ausgang dieser Urabstimmung, zu der der Zentralvorstand der Bergarbeitergewerkschaft in den ersten Februartagen aufruft, gibt es kaum Zweifel. Die Entscheidung kann nur Ja heißen. Und viele spüren auch, dass es nicht nur um einen Lohnkampf gehen wird. Terry Harrison spricht aus, was viele von ihnen bewegt. Ja, um es einfach zu sagen, ich will die Welt verändern. Die Gesellschaftsordnung in diesem Lande ändern. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich die Chance geben, ein anständiges Leben zu führen. Ich will, dass sie Arbeit haben, gute Wohnungen und Sicherheit. Und der einzige Weg, auf dem ich etwas in dieser Richtung tun kann, das ist, dass ich mich mit meinesgleichen zusammentue und mich für eine neue Gesellschaftsordnung einsetze. BBC One. This is the 9 o'clock news. Die Bergarbeiter stimmten mit überwältigender Mehrheit für einen nationalen Grubenstreik. 81% autorisieren die Gewerkschaft, den Streikbeginn auszurufen. Joe Gormley, der Präsident der britischen Bergarbeitergewerkschaft. Der Vorstand der National Union of Miners, NUM, besteht aus 27 Mitgliedern. 7 von ihnen sind Kommunisten. Gegen den Kommunisten McGahey, den Vizepräsidenten, wird seit Wochen in der bürgerlichen Presse gehetzt. 1972 führte die Gewerkschaft mit Erfolg den ersten nationalen Grubenstreik. Die Presse wartet mit Spannung, was die Gewerkschaftsführung jetzt entscheiden wird. Es wurde einstimmig beschlossen, den Streik durchzuführen. Er beginnt Sonnabend Mitternacht. Und das wird ein allumfassender Streik sein. Jack Collins, Hauer in der Grube Batshunger, vertritt die Männer von Kent im Zentralvorstand der NUM. Ein totaler Streik in einem verstaatlichten Industriezweig, wie es der Bergbau in England ist, das ist eine Kampfansage gegen die Regierung. Ministerpräsident Heath in der Downing Street Nummer 10 sieht sich gezwungen, 18 Monate früher als vorgesehen Parlamentswahlen anzuberaumen, nachdem er die Gewerkschaftsführung nicht einschüchtern konnte. Die von Touristen bestaunte Zeremonie der königlichen Leibwache und die majestätischen Fassaden der Regierungsstraße Whitehall können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Heath-Regierung das Land in eine tiefe Krise geführt hat. Als die konservative Partei 1970 die Regierung übernahm, versprach sie ein besseres Morgen. Die Monopolisten, Bankiers und Spekulanten registrierten Profitrekorde. Aber für die Masse der Bevölkerung bedeutet das Lohnstopp
und Preissteigerungen, 3-Tage-Woche und 3 Millionen Arbeitslose. Aber die Reichen können sich auch in dieser schwersten Krise seit Kriegsende 20.000 Rolls-Royce für etwa 100.000 Mark pro Wagen leisten. Ein paar Worte zu Beginn dieser Pressekonferenz. Unser Land steht vor sehr großen Problemen, sowohl im Lande als auch in der Außenpolitik. Unser Manifest für die Wahlen, das wir heute veröffentlichen, zeigt, welche Maßnahmen zur Überwindung dieser Probleme wir in den nächsten 5 Jahren vorhaben. Das Land braucht eine starke Regierung. Wieso denken Sie, Mr. Heath, dass Sie nach den Wahlen eine bessere Position haben werden, die Bergarbeiterfrage zu regeln? Wir werden in einer guten Position sein. Diejenigen, die ganz offen gesagt haben, dass es ihre Absicht ist, diese Regierung aus dem Wege zu schaffen, werden dann von der Wählerschaft besiegt sein. Die Wahlen sind sein Rettungsanker. Heath wünscht eine Ermächtigung zu hartem Durchgreifen. Seit seinem Amtsantritt hat er 5-mal den nationalen Notstand ausgerufen. Auch jetzt stehen Polizeitruppen bereit. Heath möchte die Bergarbeiter aushungern. Er spekuliert darauf, dass er die Bevölkerung gegen die Bergleute aufhetzen und sie zum Prügelknaben der Nation machen kann. Aber die Krise haben die Monopole verschuldet. ...270.000 Bergleute sagen der Regierung Halt. Am 10. Februar beginnt der Streik in allen Kohlengruben Großbritanniens. Im Gewerkschaftsbüro von Deal sieht es fast aus, als sollte eine Urlaubsreise angetreten werden. Hier arbeitet die örtliche Streikleitung. Hier werden die Aufträge vergeben und hier liegen die neuesten Zeitungen aus. Nur die Kohleförderung einzustellen reicht nicht aus, um einen Grubenstreik möglichst kurz und wirkungsvoll zu machen. Es müssen alle größeren Kohleverbraucher und Depots von Arbeitern besetzt werden. Nick Richardson, sonst Untertagearbeiter, übernimmt die Organisation der Streikposten. Im Moment haben wir etwa 120 Streikposten in der Londoner Gegend. Vor Elektrizitätswerken und Kohlehalden, vor Ölraffinerien entlang der Themse und in Essex. Die Pickets stoppen die Zulieferungen an die E-Werke. Wir müssen jetzt aufpassen, denn die Benzin- und Paraffinbestände werden knapper. In Rochester, Chatham und Chillingham haben wir 8 Pickets, die die Gegend mit dem Auto abfahren. Wir werden respektiert. Wir kontrollieren die ganze Küste, von Kent bis runter nach Sussex, bis Brighton und in die Shoreham-Gegend. And that constitutes all Kent picketing area, what I've just explained to you. Dieses Plakat hat die Männer von Kent schon im Streik vor 2 Jahren begleitet. Damals malte Jim Brennan dieses Plakat zum ersten Mal. Wanted a living wage. Wir wollen einen Lohn zum Leben, steht darauf. Für diese Selbstverständlichkeit müssen sie immer wieder wochenlange Kämpfe auf sich nehmen. Jimmys Frau Janet unterstützt ihren Mann. Auch wenn die wochenlangen Streiks große Opfer von den Frauen verlangen, irgendwie schlagen sie sich durch. Ein warmes Essen gibt es in den Arbeiterfamilien meist nur noch sonntags. Die Kinder werden tagsüber mit Süßigkeiten oder Brötchen gesättigt. Fleisch wird höchst selten gekauft.
Ärzte weisen nach, dass sich bei Bergarbeiterfamilien Krankheiten wie zum Beispiel TBC und Bronchitis häufen, die in finanziell gut gestellten Familien nicht auftreten. Diese Schnitte Weißbrot ist alles, was ihr Mann sonst zur Arbeit mitnimmt. Für einen ganzen langen Tag im Bergwerk ohne ein warmes Mittagessen. Im Sozialamt von Dover versuchen Jim Brennan und andere Kumpel, wenigstens für ihre Familien während des Streiks eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Die Gewerkschaften in England zahlen keine Streikgelder. Haben Sie etwas bekommen? Nein, nichts. Gar nichts. Haben Sie vorher schon mal etwas bekommen? Nein, gar nichts. Wir leben nicht. Wir haben niemals gelebt, wirklich. Wir haben existiert. Und jetzt ist es nicht mehr genug zum Existieren. So einfach ist das. Wir mussten schon immer aus nichts etwas machen und so machen wir es auch jetzt. Wir haben von 3 Pfund diese Woche gelebt. Das hatten wir gespart. Haben Sie Kinder? 4. 2. Wir sind arme, arbeitende Männer. Heute steht in der Zeitung, Extremisten nehmen eure Freiheit weg. Ein antikommunistisches Inserat. Was denken Sie darüber? Wer nimmt Ihre Freiheit weg? Wir sind keine Extremisten. Wir sind Arbeiter, die für ein anständiges Leben kämpfen. Ein Sonntag essen, Eier und Speck, das gibt's nicht mehr. Schultes hieß, warum bringt er nicht mal die Millionäre zur Raison? Denen gibt er Steuervergünstigungen, die Arbeiterklasse aber kriegt nichts. Die sagen, wir sollen die Gürtel enger schnallen. Dann guck dir mal meine Figur an und die von Heath. Wieder ein tragischer Unglücksfall. Der Junge wurde hier am letzten Tag vor dem Streik getötet, gerade als er auf dem Weg nach oben war. Er hinterlässt seine Frau und 3 Kinder. Er wurde von einem Stein erschlagen. 42 Jahre alt, in der Grube Markham, Maine, in den Midlands. Im vergangenen Jahr wurden dort 17 Bergleute getötet, als ein Förderkorb herabstürzte. Vertreter der Streikenden aus dem ganzen Land geben ihrem toten Kameraden das letzte Geleit. The warning bell now bids me cease. My troubles nearly o'er. Yon sun that rises from the sea shall rise on me no more. Seit 1947 verunglückten in England über 7.000 Bergleute tödlich. Über 40.000 Männer erlitten Unfälle. In den letzten 20 Jahren starben mehr als 16.000 Bergleute an Staublungen. Northumberland, in my father's grave to lie. Männer aus Kent fahren nach London. Sie werden im Hauptquartier der Bergarbeitergewerkschaft erwartet. Sie sollen Streikposten stehen. Drei Stunden Busfahrt sind es nach London. Wir können uns nicht leisten zu verlieren. Die Lebenshaltungskosten steigen so schnell. Wir müssen siegen. Etwas anderes können wir gar nicht denken.
Der Streik geht in die 2. Woche. Die meisten von ihnen kommen das erste Mal nach London, aus ihren bescheidenen Siedlungen in die Weltstadt. Eine Woche werden sie hier bleiben. Aber sie kommen ja nicht als Touristen. Als Reisespesen gibt die Gewerkschaft nur etwa 1 Pfund pro Tag. Für eine Fahrt mit der U-Bahn braucht man schon bis zu 50 Pennies. Was bleibt einem da? Im Gebäude der Nationalen Kohlebehörde NCB trifft die Gewerkschaftsdelegation zu Verhandlungen ein. Die Gewerkschaft fordert eine gestaffelte Erhöhung der Löhne zwischen 35 und 45 Pfund. Die NCB ist ein staatlicher Mammutkonzern, der den Weisungen der Regierung untersteht. Und die Regierung hat angewiesen, dass dieser Forderung nicht stattgegeben wird. Mr. Ezra, der Vorsitzende der Nationalen Kohlebehörde. Während die Industriegewinne um 40% steigen, sollen die Bergarbeiter mit 7% abgespeist werden. Das würde noch nicht einmal die Preissteigerungen ausgleichen. Die Gewerkschaftsdelegation lehnt ab. Polizei in allen Werken, die mit Streikposten besetzt sind. Vor dem Londoner Kraftwerk Croydon stehen Männer aus Deal. Alle hier waren riesig hilfsbereit, haben sich Umstände gemacht, um uns zu helfen. Sie kamen meilenweit, um uns was zu bringen. Betten, Decken. Die Thermosflaschen dort gehören ein paar Studenten oder Journalisten. Wir hatten bis jetzt noch nichts anzuhalten. Es kam nichts rein und nichts raus. Nur Asche wurde rausgefahren. Wir haben alle nötige Unterstützung von den anderen Gewerkschaften. Die Gewerkschaft verlangt allergrößte Disziplin von den Streikposten. Nach dem Anti-Gewerkschaftsgesetz, das Heath 1971 erließ, hat die Polizei unumschränkte Macht zu entscheiden, ob sich die Streikposten vorschriftsmäßig im Rahmen des Erlaubten bewegen. 3 Bauarbeiter sitzen wegen Streikpostenarbeit im Gefängnis. Die Männer, die hier stehen, wissen das. Aber sie fürchten Repressalien nicht. Dass sie hier sind, hat auch noch einen anderen Sinn. Solange sie Posten stehen, kann man den Streik nicht totschweigen, was die bürgerliche Presse von Anfang an versucht. Alle Arbeiter müssen wissen, dass nach wie vor gekämpft wird. Vor dem Ford-Werk in London-Dagenham. Die Bergleute gegen ihre Klassengenossen auszuspielen, darf Heath nicht gelingen. Davon hängt viel ab. Wir begrüßen ganz besonders herzlich die Streikposten von der Nationalen Gewerkschaft der Bergarbeiter. Wir unterstützen sie in ihrem Kampf 100%ig. Sie stehen in der Vorfront des Klassenkampfes. Und diesen Kampf müssen wir gewinnen. Hello, boys. All right. All right. Solche Szenen kann man in diesen Tagen in vielen Betrieben beobachten, im ganzen Land. Yes, all for a good cause. All for a good cause. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We lose your day. Go on, Luke. Push it up. Thank you. Das ist unsere Tradition. Genau wie die Königin ausfährt, um die Truppenparade abzunehmen, das ist auch Tradition. Und unsere Tradition als Docker ist es, euch Jungs zu helfen.
Es ist nur eine kleine Summe, 550 Pfund. Wir geben euch später mehr. More like 550 pounds. Wir sind uns alle bewusst, dass wir am dringendsten jetzt Geld brauchen. Aber was wir zuerst und am allermeisten brauchen, ist die Solidarität anderer Arbeiter. Und ob es 500 Pfund sind oder 5 Pennies, die Jungs, die uns diese Hilfe bringen, werden uns immer willkommen sein. Und wir hoffen, dass wir, wenn alles vorüber ist, uns noch genauso nahe bleiben wie jetzt. After this is all over, that we'll still be as close as what we are at the present moment. Could rebuild the industry in Britain. And this was the duty that was given to the miner, and the miner welcomed it. Welcomed it. Joe Burke, der Präsident der 3000 organisierten Gewerkschafter im Kenter Revier, ist Kommunist. Lange Jahre war er selbst unter Tage. Er hat die unbedingte Sympathie der Kumpel. Nicht zuletzt auch wegen seiner Fähigkeit, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Soll es immer so weitergehen mit diesem Kreislauf? Krise, Inflation, Streik, das beschäftigt sie alle sehr. Wir erwarten, dass die Entwicklung schnell verläuft. Aber oft erwarten wir zu viel von einer neuen Regierung. Wenn eine Labour-Regierung wieder an die Macht kommt, muss sie von uns gezwungen werden, die versprochenen Reformen tatsächlich durchzuführen. Wir müssen anfangen, die Macht des Kapitals zurückzudrängen. Ich sage, wir brauchen Mitbestimmung. Sozialismus. Ja, hast recht schon. Wir brauchen den Sozialismus, um unsere Grundfragen zu lösen. Man wird die Gesellschaft nur bessern, indem man sie ändert. Und der Kapitalismus hat sich nicht nur hier, sondern in der ganzen Welt als ein System erwiesen, das überholt ist. Der Club der Konservativen Partei in Dover. Hier ist das Hauptquartier des Kandidaten der Heath-Partei. Mr. Rees, seines Zeichens königlicher Richter in London. Deal gehört zum Wahlkreis Dover. Die Damen im Altersheim erfahren durch ihn, dass Wahlen bevorstehen. Mr. Rees auf Stimmenfang. Right, goodbye, ladies. Nice to see you again. Hello there. I saw you at Christmas. Mr. Rees, wie geht es mit Ihrer Kampagne voran? Sehr ermutigend. Wichtig bei dieser Wahl ist natürlich, dass wir eine Regierung, eine konservative Regierung bekommen, die den begonnenen Kurs weitermacht und... Ich denke, wir brauchen ein gemäßigtes Volk. In diesem Milieu sind die Wähler von Mr. Rees zu Hause. Hoch zu Ross, die Töchter des königlichen Richters.
Die Bergarbeiter stimmen für die Labour-Partei. Ihr Gewerkschaftsbüro in Deal ist zugleich Wahlkampfbüro des Labour-Kandidaten Len Bishop. Wenn er auf Deals Hauptgeschäftsstraße Passanten anspricht, argumentiert er mit handgreiflichen Fakten. Unter der Tory-Regierung sind die Lebensmittelpreise um 53% gestiegen. In Canterbury demonstrieren die Bergarbeiter von Kent für den Sieg der Streiks und eine Labour-Regierung. Zwischen den Gewerkschaften, die im Dachverband TUC vereinigt sind, und der Labour-Partei bestehen enge Verbindungen. Die Labour-Partei ist aus der Gewerkschaftsbewegung hervorgegangen. Als Mitglied der Bergarbeitergewerkschaft zum Beispiel besitzt man automatisch eine Kollektivmitgliedschaft in der Labour-Partei, ganz gleich, welcher Partei man eigentlich angehört. Die Kenter Gewerkschaftsführer Burke und Collins, beide Kommunisten, sind nach diesem System zugleich Labour-Mitglieder. Die Kommunistische Partei Großbritanniens kalkuliert diese englische Tradition ein. Sie plädiert für eine Labour-Regierung, die sich zu einer Linkspolitik verpflichtet, sowie für die Entsendung von kommunistischen Abgeordneten ins Parlament. Trotz aller Tricks und Drohungen, es ist den Tories nicht gelungen, die Bevölkerung gegen die Bergarbeiter aufzuhetzen. Vor Jahren noch ließen sich Studenten als Streikbrecher missbrauchen. Heute stehen sie einmütig hinter den Arbeitern. Jack Dunn aus dem Kenter Revier spricht auf dieser Kundgebung in London. Heath sagt, dass alle, die am Streik teilnehmen, die Regierung stürzen wollen. Da hat er recht. Bei den Wahlen am 28. Februar stimmte die Masse der englischen Bevölkerung gegen Heath. Königin Elisabeth muss eine sozialdemokratische Labour-Regierung im Amt bestätigen. Statt Kutsche ein Rolls-Royce, den Krisenzeiten angepasst. Die Bergarbeiter haben Geschichte gemacht. Geschichte nicht nur in diesem Land, sie haben die Aufmerksamkeit der Welt erregt. Wir haben die Tory-Regierung abgeschafft. Und wir hoffen, sie nie wieder regieren zu sehen. Wir hören nicht auf zu kämpfen, weil wir von unserem Ziel noch weit entfernt sind. Noch sehr weit.
Wir sind noch immer weit hinter den Löhnen und Arbeitsbedingungen zurück, auf die Bergarbeiter im Jahre 74 Anspruch haben. 10. März, letzter Streiktag. 4 Wochen lang haben die Bergleute durchgehalten. Zusammen mit dem Überstundenstreik 17 Wochen. Ihre Lohnforderungen sind im Wesentlichen erfüllt. Die Männer sind zufrieden, aber ausgesprochene Siegesstimmung gibt es nicht. Es gibt noch eine Menge anderer Dinge, die wir erkämpfen müssen. Zum Beispiel die Arbeitsschutzausrüstung, die wir noch selbst bezahlen müssen. Sicherheitsschuhe, Helme und anderes. Wir brauchen bessere Renten. Ich schätze, nächstes Jahr werden wir wieder streiken müssen. Eines Teils bin ich ermutigt, wie die Sache sich bis jetzt entwickelt. Aber wir haben es satt, immer streiken zu müssen. Am 11. März fährt in Betz-Hanger die erste Schicht wieder ein. Solange wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, werden wir kämpfen müssen. Egal, welche Schattierung die jeweilige Regierung hat, ob es eine konservative oder eine Labour-Regierung ist. Denn solange der Gegensatz zwischen Arbeiterklasse und Kapital besteht, werden wir den Kampf um unsere Rechte weiterführen. Look at that.